kommt gerade noch ein Kunde. Muss ich gerade noch mal raus. Kommt mit einem K10. Können wir auch noch gerade schauen, was der bestellt. Vielleicht auch mal so bekannt. Ja, heute ist mal ein interessantes Auto hier. Das ist ein K10 vom Gabriel. Das ist der Gabriel. Hi. Und ja, er ist heute zu mir gekommen und zwar, er hat den Wagen auch ziemlich frisch gekauft. Vielleicht kannst du ja auch mal ein bisschen was erzählen, wo du den her hast und ja. Ja, also im Endeffekt ist mein normales Auto kaputt gegangen, ganz normaler Golf. Und ich wollte schon immer mal so einen Pickup haben, habe aber irgendwie nie die Muße dazu gehabt oder irgendwie auch den Grund, weil meine alten Autos haben immer funktioniert. Und da ist er halt kaputt gegangen und da habe ich gedacht, ja okay, jetzt ist der Zeitpunkt da. Ich würde jetzt mir ein neues Auto kaufen können oder es macht Sinn, sich ein neues Auto zu holen. Und da habe ich ja gedacht, okay, ich muss Motorräder transportieren. Ich bin selbstständig, das heißt, was machst du mit den Motorrädern? Also was hast du da? Ja, ich habe ganz viele Motorräder, aber einfach nur privat, weil Mopeds sind halt cool und die machen halt Spaß und deswegen habe ich auch dann irgendwie ganz schön viele davon mittlerweile. Dazu fällt er natürlich noch ziemlich gut auf, ist gut als Selbstständiger, dann kommt da noch Werbung drauf. Das stimmt, ja. Ja, genug Ladefläche für Motorräder ist ja auf jeden Fall da drauf. Ne? Ja, auf jeden Fall. Genau, ja, und dann habe ich den halt im Endeffekt von einem Kumpel geschickt bekommen und der stand dann noch leider dann direkt bei mir in der Nähe und dann habe ich ihn halt angeguckt gefahren und dann habe ich ihn natürlich dann auch gekauft. Ne? Vorteil ist natürlich enorm die Gasanlage, so macht das Ganze auch Sinn zu fahren als Daily, weil ich werde den als tagtägliches Auto fahren. Ist auf jeden Fall ein dicker Tank, ja? Wie viele Liter hat er? Der hat 160 Liter Gas und 2 mal 80 Liter Benzin. Also ganz günstig zum Tanken, wenn alles mal leer ist. Ja, aber das ist okay, weil dafür fährt man so ein tolles Auto. Und kannst du sonst noch was zu dem Auto sagen? Also von was ist das für ein Baujahr? Also genau? zu dem Auto an sich, das ist im Endeffekt ein Chevy K10. Ja. Das ist der erste der Baureihe, die dann 1973 angefangen hat. Der ist auch von 1973. Hat den 5,7 Liter Smallblock V8 Benzin Motor. Zu den Meilen kann man jetzt nicht genau viel sagen. Der hat um die 50.000, aber man weiß natürlich jetzt nicht, wie oft der Tacho schon rund gelaufen ist. Ah, kann auch 150.000 sein, man weiß es nicht. Genau, die sind immer, 450. die sind immer fünfstellig, die Tachos, genau. Und dementsprechend, ja, kann man das nie so genau sagen. Ja, und sonst gibt es da nicht viel zu sagen. Der ist unrestauriert. Das sieht man auch, hat aber keinen Rost, weil der kam 2019 erst hier rüber. Der Rahmen sieht sehr massiv aus, Genau, ja. aus dem Sonnenstaat Kalifornien kam der. Das sind immer die besten Autos, richtig. Kalifornien? Ja, Kalifornien, ja. Also an der Küste hat man normalerweise, Arizona ist noch gut. Ja, gut, und da, wo kein Winter überall, ist, kann wo auch kein kein Rost Winter entstehen. Ja. Genau, ja, also ich habe auf jeden Fall nicht einiges vor, aber ich habe einiges vor, was angeht, den zu konservieren, dass ich den auch wirklich als Daily fahren kann. Dass ich den auch von mir aus in 10 Jahren noch habe oder in 5 Jahren, sodass der mir nicht ja komplett durchrostet. Da muss noch einiges getan werden, dass er das auch überlebt, aber an sich bin ich jetzt schon zufrieden. So ein paar grundsätzliche Sachen, die erledigt werden müssen, aber deswegen bin ich hier beim Fachmann. Und dann hoffe ich, habe ich lange Spaß damit. So, schauen wir uns das gute Stück mal von innen an. Ja, Standard Cockpit, aber hier mit ein paar Zusatzschaltern. Hupe ist immer gut. Traum, ne? Ja, okay. Noch ein bisschen größeres Kaliber. Ja, was mir hier direkt auffällt, ich weiß nicht, ob man das hier auf dem Video auch hören kann, der ist schon etwas am Tickern. Die Zündkabelisolierung habe ich so auch noch nicht gesehen, aber okay, das ist wahrscheinlich zu Isolationszwecken für die Temperatur oder so gedacht. Aber das Tickern ist definitiv nicht normal.
ist der Verdampfer von der Gasanlage und der Filter. Vom Tickern, ich habe auch geschaut, auf Benzin ist das genau gleich, das Geräusch. Ich vermute da, dass das von der Nockenwelle oder vom Ventiltrieb kommt. Es kann manchmal eingelaufener Nocken sein, beziehungsweise auch ein Kipphebel, der Geräusche macht. Da werden, ich werde Ihnen das jetzt mal mitteilen und sagen, damit der Gabriel Bescheid weiß und was man machen kann. Also erstmal, der erste Schritt ist erstmal Ventildeckel abzunehmen und dann den Ventilhub zu messen. Hey, abonniere doch den Kanal. Nummer 1 drücken. Genau, jetzt ist die an, jetzt musst du pumpen. Und dann kannst du jetzt anmachen und dann nur Gas spielen. Spielen. Genau. Und dann läuft er jetzt läuft er auf Benzin. Genau, jetzt läuft er auf Benzin. Würde ich auch sagen, wir fahren jetzt auf Benzin, weil die Anlage an sich funktioniert gut. Muss man mal genau schauen, ich weiß nicht genau. Bei Gasanlagen ist es wiederum speziell. Also meistens ist es so, dass da der Vergaser unter dem Mischer sitzt, also unter dem Gasmischer. Und man hat halt auch immer in der Übergangsphase vom Benzin zum Gas natürlich auch immer die Problematik, dass entweder zu viel dann kommt, weil dann kommt dann sowohl Benzin als auch Gas. Oder eben auch zu wenig, wenn dann das Benzin gerade leer läuft aus dem Vergaser. Das ist natürlich bei Einspritzern deutlich einfacher geregelt, weil da kann man die Einspritzdüse vom Benzin einfach abschalten und die vom Gas anschalten. Das ist ja hier auch halb so. Ne? Ja. Ich schalte erst die Pumpe aus, dann läuft der Vergaser leer. Lässt leer laufen, genau, und dann musst du in dem Moment, wo es dann anfängt zu ruckeln, musst du dann und das ist halt eben genau, das die Venturi-Anlagen, die kann man halt nicht anders lösen. Genau, und das ist eben auch das Problem, wenn du dann eben den Moment verpasst und das Auto geht dann raus, dann hast du auch kein Power Steering mehr, dann bist du einfach nur am Rollen oder am Hoffen. Ja, was ich auf jeden Fall interessant finde, ist, dass du den Truck hier ja jetzt als Daily nutzen willst auch. Genau. Finde ich auf jeden Fall cool. Also ich finde es grundsätzlich immer cool, wenn man Autos auch täglich nutzt, ja, oder überhaupt nutzt. Also ich finde das natürlich auch geil, wenn man ein Hobby hat, so ein Auto, wo man dann jeden Tag nur dran schraubt, und das ist dann halt auch in der Garage, und dann nimmt man das natürlich ungern raus bei schlechtem Wetter, aber ich finde das auch immer wieder cool, wenn man Autos auch einfach fährt, wofür sie eigentlich auch gedacht sind. Ja, genau. Ich bin auch mal gespannt, wie das ist, wenn man dann halt hier mit dem Alltag fährt, weil die ersten 3 Tage waren jetzt durchwachsen, sag ich mal. Genau, ja, weil du merkst ja auch dabei, dass hier, besonders hier die alten Autos, die sind eben nicht so von der Zuverlässigkeit und vom Handling und vom Komfort, wie das eben bei neuen Autos ist. Und das bedeutet eben auch, dass das dann oftmals halt auch zu Problemen führt. Und wenn er dann an der Ampel ausgeht und man hat nur das Auto, dann ist das halt nicht immer so geil. Genau, also ich habe auf jeden Fall mein ADAC-Paket schon geupgradet. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und einen Ratschekasten haben wir jetzt auch dabei. Und Aufschreiben bin ich auch schon Sachen fleißig am Aufschreiben, die ich immer beachten muss. Ja, also wie zum Beispiel nach dem Ausmachen die Benzinpumpe auszumachen, weil das ist elektrische. Das heißt, wenn ich die nicht ausmache, dann pumpt die immer weiter. Das hatte ich gestern, dann musst du so lange ordnen, bis der Sprit aus dem Motor raus ist. Okay. Das ist natürlich interessant. Aber das könnte man ja auch anders verkabeln, oder? Also man könnte jetzt die Benzinpumpe ja einfach mit dem Benzinschalter verbinden, dass die immer nur dann pumpt, wenn der auf Benzin steht, und dass die dann, sobald du auf Gas umschaltest, dann auch abschaltet. Nee, wenn ich den Motor ganz ausmache. Wenn ich den Motor ganz ausmache, dann pumpt er einfach weiter. Ja, aber das ist eigentlich auch nicht richtig, weil normalerweise wird es anders gelöst. Normalerweise werden Benzinpumpen, wenn man so ein Setup hat, immer an den Öldruckschalter gekoppelt, und das bedeutet eben auch, dass die eine Sicherheitsabschaltung haben, dass wenn zum Beispiel der Motor ausgeht, wenn du gegen einen Baum fährst, dass die Benzinpumpe nicht weiter pumpt. Deswegen sind die normalerweise immer an den Öldruckschalter gekoppelt. Also das wäre auch zum Beispiel jetzt eine Sache, die würde ich dir auch empfehlen, auf jeden Fall das so umzuklemmen, dass die dann abschalten. Ja. Jawohl. Das ist halt ein Sicherheitsfaktor. Ne? Ja, 100%. Und das ist auch ein Thema, das muss ich auch dazu sagen. Also das werden wahrscheinlich auch der eine oder andere von denen, die das vielleicht jetzt sehen,
auch schon bemerkt haben. Also bei amerikanischen Autos ist es ganz oft so, dass ganz viele der Sicherheitsfaktoren, die werden einfach ignoriert. Also die Leute bauen sich Sachen ein und ja, immer in der ganz einfachen Variante. Das kannst du ruhig so lassen, das ist nicht so schlimm. Also es werden Sachen eingebaut, die einfach, ja, wo einfach Sicherheitsdinge einfach vernachlässigt werden. Ja, ich meine, die Gurte hier sind ja schon ein tolles Beispiel. 3-Punkt-Gurte müsste man nochmal nachrüsten. Bin ich auch schon am Überlegen. Ja, hast du hier jetzt Beckengurte, oder? Genau, Beckengurte, die sind auch eingetragen. Aber Ja. ich würde die, glaube ich, einfach umbauen auf 3-Punkt-Gurte, weil Ja, ist sicherer, ja. genau, ist einfach sicherer. Ja. So toll die Autos sind, mein Leben ist es mir halt nicht wert. Ne? Ja, ja. Also vom Fahren her, also Lenkung, Fahrwerk und so fühlt sich eigentlich ganz okay an. Also ich finde es jetzt nicht so, dass er jetzt extrem schwammig ist. Den kann man sicherlich noch ein bisschen straffer machen, wenn man die Dämpfer tauschen wird. Aber so fährt er auf jeden Fall gerade und gut. Also es hat jetzt nicht den Anschein, dass da irgendwie was defekt ist oder ausgeschlagen. Also es klappert jetzt nichts krass. Ja, wenn du über Bodendellen fährst, dann hörst du schon die Dämpfer, dass die beide los sind. Ja, okay. Oder die extrem Spiele haben, aber ja. das merkt man gerade natürlich noch nicht. Aber das ist ja die einfachste Variante, die Dämpfer einfach mal zu tauschen. Also das ist jetzt wirklich kein großes Thema. Ja. Die sind natürlich auch mit 20 € pro Dämpfer extrem teuer. Ne? Muss man sich ja wirklich jetzt mal ein halbes Jahr überlegen bis zum Saisonstart, ob ich das auch wirklich machen will. Ja, da kann man sogar überlegen, ob man nicht dann wirklich auf bessere Dämpfer dann umsteigt. Weil Genau. das ist, Ja, ich meine, das ist bei den amerikanischen Ersatzteilen halt auch oft so. Da gibt es immer die extrem günstige Variante. Genau. Und es gibt dann auch bessere und oftmals ist man da besser beraten, wenn man einfach ein bisschen mehr Geld investiert und dann eben auch in qualitativ hochwertigere Produkte investiert. Ja, ich hatte deinem Rad, bin deinem Rad schon gefolgt, bin auch schon auf die Internetseiten gegangen, auf die Einschläge, die man so kennt. Ja, ja. Und da gibt es ja wirklich eine enorme Auswahl. Und bei den Ja. Dämpfern, in dem Fall sind das natürlich 20 € für den günstigsten. Und da gibt es einen extremen Preissprung auf 50 € pro Dämpfer. Ja, ja. Für den besten. Hier ist frei. Und ich meine, das ist auch noch absolut im Rahmen. Ne? Das ist eigentlich schon kein Problem. Ich probiere das jetzt mal aus mit dieser Umschaltung auf Gas. Da müsstest du mir mal gerade erklären. Also Ja, ich schalte dann jetzt in die erstmal auf Mitte. 0. Genau, jetzt Das die Mitte. bedeutet, dass dann die Benzinpumpe sich abschaltet. Jawohl, auch. jetzt ist die Und dass der- Benzinpumpe abgeschaltet. Und dass der Vergaser jetzt so langsam anfängt leer zu laufen. Genau, und jetzt hast du auch noch ein paar Die Meter. Schwimmerkammern. Und sobald der anfängt zu ruckeln, schalte ich dann auf die 2. Ja? Jawohl, korrekt. Ja, ja. Also so kenne ich es auch von den Venturi-Anlagen. Es gibt heute die Gasanlagen, die sind natürlich anders bei den Einspritzern. So, jetzt fängt er an zu rückeln. Jetzt schalte ich auf 2. Jetzt Genau. läuft er mit Gas. Genau. Jawohl. Ja. Und bei den heutigen Gasanlagen, bei der Einspritzung ist es eben so, dass das ein Steuergerät übernimmt. Und der fängt dann an, jede Einspritzdüse einzeln abzuschalten. Der macht auch nicht alle 8 gleichzeitig, sondern der macht erst die erste, dann die zweite, dann die dritte. Und so wird das dann ein Übergang, der total smooth ist. Also da merkt man eigentlich gar nicht, dass der umschaltet. Und hier, das sind Venturi-Anlagen. Das bedeutet, da wird einfach dem Luftstrom, das Gas wird quasi mitgerissen und kommt eben aus dem Verdampfer. Und hat keine einzelnen Einspritzdüsen. Das ist halt noch die alte Bauart, die man eben bei Vergasern kombinieren kann. Und die wird halt sehr häufig bei Trucks und so verwendet. Bis Ende der 80er Jahre. Ja, genau. Ich glaube, bei denen irgendwie Anfang, Mitte der 80er wurde das dann. Ja, genau. Also bei GM kam Anfang der 80er kamen die Einspritzer. Da kamen die Throttle Body Injections und später dann die TPIs. Ist dein Eindruck vom Fahrverhalten mit Gas? Also man merkt jetzt so, wenn man normal fährt, gar keinen Unterschied. Ich gebe mal gerade Vollgas. Dann wird es ja. Genau, und bei Vollgas also merkt man, dass die Gasanlage selber abschaltet. Ja, ich gehe mal davon aus, dass der einfach, genau, also wenn man zu lange Vollgas gibt, also normal geht's, also jetzt so.
Ja, wenn man lange Vollgas gibt, schaltet die ab. Das bedeutet, oftmals ist das, wenn der Verdampfer vereist. Also es ist so, wenn die Gasanlagen sehr viel Gas liefern müssen, hat man ja vorne, also ich habe gesehen, das ist eine Anlage mit einem Verdampfer, die eben dafür sorgen, dass das Flüssiggas vergast, also gasförmig wird. Und die werden vom Kühlwasser erhitzt. Und besonders bei einem Verdampfer ist das dann meistens so, dass der dann an seine Grenzen kommt bei einem V8. Und die fangen dann an zu vereisen und dann bringen die nicht mehr genug Gas und dann fängt er an zu ruckeln, der Wagen. Ja. Also das ist so meine Erfahrung. Also ich hatte auch schon Gasanlagen in Korvetten, hatte ich auch schon, aber immer mit 2 Verdampfern. Ja, danke für die Erklärung. Aber so zum normalen Fahren funktioniert das auf jeden Fall hier auch. Also das ist jetzt ausreichend. So, jetzt habe ich den Eindruck, genau, jetzt fängt er an von der Drehzahl ein bisschen abzusacken hier im Leerlauf. Ja. Da müsste man mal gucken, ob man den Leerlauf anheben kann unter Gas, weil manchmal habe ich den Eindruck, dass der Motor dann ausgehen will. Ne? Wenn man so Ja, das habe ich auch so im beobachtet. Schiebebetrieb ist. Ja. Okay. Ja, ich gehe gleich noch mal ums Auto rum, dann kann man vielleicht auch noch das eine oder andere da noch feststellen oder sehen. Dann nehme ich auch mal die Kamera mit und dann können wir uns den angucken. Da ist noch jemand. Ich weiß nicht, ob der für mich ist. Okay. So, dann machen wir den Motor aus und jetzt muss man die Benzinpumpe abschalten oder nicht? Genau, jetzt muss man im Endeffekt die Benzinpumpe abschalten, also einfach in die Mitte und Ja. dann geht er von alleine aus. Weil der kriegt ja kein Gas mehr. Okay. Jawohl. Super. Ja, der Gabriel ist gerade schon gefahren. Es hat jetzt auch angefangen hier zu regnen. Ich habe ihm wie gesagt das noch mit auf den Weg gegeben, dass er nochmal vorbeikommt, dass wir dann den Ventildeckel abbauen und dann schauen, woher dieses Tickern beim Motor kommt. Ja, dementsprechend wird es wahrscheinlich noch einen zweiten Teil davon geben, den ich dann auch wieder uploaden werde. Ja, ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal in der V8 Lounge. Ciao.